Hallo Franziska, freut mich, dass du heute bei uns am Stand vorbeigekommen bist und das John Deere Operations Center und euer Terminal zu präsentieren. Danke Robin, dass wir da sein dürfen hier am Sam Dimension Stand und ein bisschen mit euch zeigen können, was bei Spot Spraying alles so los ist. Das ist definitiv interessant für unsere gemeinsamen Kunden. Denn heute bei uns live auf der Agritechnica zeigen wir, wie Sam Dimension Spot Spray Applikationskarten für die präzise Herbizid-Applikation im Zusammenspiel mit einem John Deere Sprayer und dem John Deere Operations Center funktionieren. Wie Sie alle wissen, vor der Herbizid-Applikation erstellt Sam Dimension Spot Spray Applikationskarten, bei der wir jedes einzelne Unkraut oder auch Unkraut-Patches, also Nester, Distelnester zum Beispiel, kartieren und dann die Koordinaten der identifizierten Unkräuter in Applikationskarten übertragen. Und genau die Applikationskarten stellen wir euren Kunden zur Verfügung. Und wie gehen eure Kunden damit um? Ja, ich würde einfach mal direkt zeigen, wie unsere Kunden das Ganze dann nutzen. Und ich bin heute hier mit ein bisschen Unterstützung. Wir von John Deere sind auf jeden Fall bereit für Spot Spraying, aber wir brauchen euch natürlich, die die Karten erstellen. Und für unsere Kunden ist erstmal wichtig zu wissen, dass John Deere schon seit Ewigkeiten ready für Spot Spraying ist. Denn im Grunde ist uns extrem wichtig, dass man keine allgemeine Applikation mehr fährt. Also weg von dem Gießkannenprinzip und hin zu einer ganz präzisen Ausbringung auf jedem Blatt. Dadurch kann man dann auch eine Unter- und Überdosierung vermeiden. Man vermeidet, dass man sich Resistenzen heranzüchtet. Und man unterstützt eben dadurch dann einen homogenen Bestand und hat im Idealfall am Ende dann eine bessere Ernte. Und all das funktioniert eben zusammen mit Softwareherstellern wie zum Beispiel Sam Dimension. Genau, wir sind schon seit Ewigkeiten bereit für Spot Spraying. Also all unsere John Deere Feldspritzen können in-base Spot Spraying machen. Heißt, ihr braucht eigentlich nur einen tollen Hersteller wie Sam Dimension, der euch die Karten schickt und dann könnt ihr sogar mit eurer älteren Spritze, die Teilbreitenschaltung hat, ganz easy peasy Spot Spraying machen. Sind Sie denn auch bereit dafür? Haben Sie eine Teilbreitenschaltungssteuerung daheim? Wenn ja, dann sollte das kein Thema sein. Wir haben bei John Deere ganz coole Grundlagen, um das Ganze überhaupt technisch auch umzusetzen. Wir haben Kreisepumpen in unseren Spritzen verbaut, dadurch können wir ganz explizit und schnell dann auch die richtige Spritzmenge rausbringen. Dann haben wir verschiedene Düsensysteme, wir haben eine Einzeldüsenschaltung, wir haben Twin Select, aber wir haben auch Exact Apply. Also wir haben einiges dabei und können da hoffentlich den Kunden viel zeigen. Genau, im Grunde geht es jetzt heute darum, wie kommt man von der Drohne zu so einer Applikationskarte und diese Applikationskarten kann man eben auch auf dem Handy nutzen. Da haben wir heute was dabei für euch und zwar haben wir es auf dem Laptop mitgebracht, das John Deere Operations Center, wo dann die Applikationskarte von Sam Dimension zum Beispiel reingeladen wird. Wir gehen jetzt hier in den Arbeitsplaner und sehen, wo die ganzen Spots sind, die die Drohne erkannt hat. Und so wird die Karte dann bei uns hochgeladen und landet dann beim Kunden direkt in seiner Organisation. Genau, wir zeigen jetzt hier einmal noch ganz kurz. Man sieht hier, die Datei ist super erfolgreich auf dem Display angekommen. Und ich würde gerade direkt einmal erklären, warum diese Displays dann eben das Ganze so tipptopp verarbeiten. Genau, also von der Drohne ins Operations Center und dann gerade einmal weiter über Data Sync eben auch aufs Display. Das Schöne ist, das John Deere Display hat auch wirklich die Rechenleistung, solche hochkomplexen Applikationskarten zu verarbeiten. Und ich würde sagen, wir gehen gerade einmal rüber zum Display und schauen uns an, wie das dann für den Nutzer aussieht, wenn er eine Applikationskarte abfährt. Genau, kommt einmal mit, live auf der Agritechnica, genau. So ist dann das User Interface auf unserem jetzt hier ganz neuen Generation 5 Display, die Agritechnica Neuheit. Jetzt sehen wir eben hier, wie zum Beispiel eine Applikationskarte von Sam Dimension bei uns im Display angekommen ist. Wir sehen hier ganz eindeutig, wir haben die ganzen Spots und können dann eben punktuell unsere Unkräuter rausspritzen und sehen in der großen Übersicht eben auch, was die Spritze macht, wie sie arbeitet und wie viel wir tatsächlich ausbringen. Genau, so ist es bei uns. Jetzt gehen wir gerade einmal wieder zurück. Danke Manu. Wir haben also über DataSync Setup die Möglichkeit, diese Applikationskarten an alle möglichen Maschinen zu schicken. Ihr müsst die nicht mal unbedingt an eine John Deere Maschine schicken, ihr könntet sie auch an eine andere Felgenfarbe schicken. Genau, aber John Deere kann sogar mehr. Wir arbeiten daran, dass wir in der Zukunft vielleicht auch See & Spray dann bei Ihnen am Betrieb haben. Und bis dahin würde ich sagen, gedulden Sie sich einfach noch, schauen mal bei Sam Dimension vorbei und gucken sonst, was wir so bringen. Genau, danke Robin, dass wir da sein durften und viel Spaß und viel Erfolg euch. Danke dir, Franziska, dass du vorbeigekommen bist. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie viele Kunden auch bei uns vorbeikommen, die sagen, ja, sie haben eigentlich die Technik schon auf dem Betrieb. Genau. Und toll, dass du es heute nochmal erklärt hast, wie die Technik auch voll ausgenutzt werden kann und das Potenzial eurer Technik direkt ausgeschöpft, sodass auch eure Kunden die Herbizide reduzieren können und vor allem auch Kosten damit sparen, ohne weitere Investitionskosten dabei zu haben. Genau, man braucht nicht das neue Display, man braucht nicht unbedingt die neue Spritze, man bräuchte einfach nur die Applikationskarte von euch. Ciao. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Tschüss.